Herzlich willkommen zurück zu Vampyr. Genau, wir müssen uns hier ein bisschen umhören und wir müssen die Infektionsherde beseitigen. Einen ersten kennen wir schon und da werden wir jetzt auch hingehen, wenn wir unterwegs noch jemanden treffen. Dann werden wir da natürlich auch entsprechend die Gespräche führen. Brav wie wir sind. Die Sternkonstellation, den alten Mann retten, das wird erstmal noch nix. Der ist noch viel zu stark. Haben jetzt auch schon wieder 3000 Punkte gesammelt. Wahnsinn. Why are vampire hunters sniffing around here? I need to find out what they're after. So, ach, der ist ja direkt einer. Wir sind hier. Okay, wir kommen hier einmal rüber direkt zum ersten Infektionsherd. Das ist gut. Das können wir gleich mal machen. Beißen. Doch, kriegt sogar was. Oh, 27 hat der. 5 Level drüber. Das heißt, der Controller hat ihn gelassen. Ich hält. Oh weh. Mach das nicht. Schnauze voll, ja. Ich kann die Kamera nicht bewegen. Super. Da kommen ja noch mal eine ganze Reihe. Ja, das wird noch nix. Da kommen wir nicht lang. Wir müssen erst uns wieder hochleveln. Vielleicht sollten wir noch eine Person aussaugen. Dann geht das eigentlich recht gut. Dann kommen wir da gut weiter. Gucken wir mal, wen wir denn da uns schnappen können. Schnippe die Schnapp. Okay. Was haben wir denn da für Leute? Wir haben jetzt ja die neue Spannstufe 4 bekommen. Das muss man doch einfach auch mal ausnutzen. Hier hingegen ist es noch nicht sonderlich viel. Eigentlich müssten wir Whitechapel nehmen. Clayton Darby wäre einer. Da fehlen uns aber noch 2 Sachen. Christina Popa kennen wir auch noch nicht alles. Barrett Lewis. Mensch. 4000 EP. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Ja, den auf jeden Fall. Ja, Barrett Lewis wäre einer. Ich weiß gar nicht mehr, was ist denn das für einer? Befindet sich in einer finanziellen Krise, da er von Joe erpresst wird. War früher mal ein guter Freund. Hat eine Affäre mit Joe Peter. Ach, das ist der Händler. Ah, das ist der Händler. Ja gut, man muss auch mal Opfer bringen. Hier haben wir noch nicht so viel. Thoreau Strickland wäre einer. Bei denen wissen wir ja schon alles. Rakesh Shadana, da kennen wir leider nicht so viel. Aber Strickland, will ich den wirklich ausschalten? Ich glaube nicht. Und den haben wir hier noch an den Docks. Ja, Booth Digby, wissen wir leider nicht so viel drüber. Über Throckmorton auch nicht. Ja, eigentlich macht dann wirklich nur Sinn, den Händler. Dann können wir halt uns in Whitechapel, können wir uns eh nicht mehr blicken lassen. Aber das wäre vielleicht gar nicht verkehrt. Whitechapel ist auch dicht dran. Dann biegen wir hier einmal links ab. Und ich würde eigentlich auch sowieso gerne einen Bezirk haben, der dann ziemlich vor die Hunde geht. Ich glaube, das macht mehr Sinn, wenn wir dann einen ruhig runterwirtschaften und der Rest ist dann super. Aber so die 4000 Punkte können wir auch gebrauchen. Ich glaube, das bringt uns auch mehr, als da jetzt noch den Händler in Anspruch zu nehmen, vor allem da hinten. Gehen wir jetzt rein. Da will ich eigentlich nicht hin, beziehungsweise wir können dann hier vorne rechts darum. Aber vielleicht können wir auch da lang gehen, dann ist das vielleicht ein bisschen sicherer. Naja, nochmal. Genau, da dann gleich links, wenn das geht. Ich bin eigentlich optimistisch, dass das geht. Haben wir mit dir schon gesprochen? Women's right to vote. Ich glaube nicht. Good evening, miss. Oh my God, no. Please, Mr. Vampire, don't kill me. Please, no. I'm too young to die. I still have so much to offer this world. Wait, no. Why do you think I would... What? Don't worry, Dr. Reed. I know you wouldn't harm me. Mother told me you were in this part of town and might drop by. Your mother? My name is Charlotte, sir. Charlotte Ashbury. My mother taught me long ago how to recognize the signs that betray a vampire.
I understand she also taught you how to tease and gently mock innocent young Ekons. It's a pleasure to meet you, Miss Charlotte. Gefährlich. Die hat auf jeden Fall was. Stufe 5, okay. Ja, dann erzähl mir doch mal ein bisschen was. Scheinbar kennen wir sie. Ich kann mich gerade nicht so erinnern. Tell me about your adoption. What do you want to know? Who are your real parents? Elizabeth Ashbury is my real mother. She raised me and has taken care of me all my life. I have no idea who my progenitors are or were. Do you live with her? I still spend a lot of time in my mother's mansion, but I have my own house now. I have a life to live, you see? And one day, I'll have my death to face. Ach, das ist die Tochter von Lady Ashbury. Ja gut, die sollten wir dann vielleicht nicht aussaugen. Oder? Aber wer weiß. How did you meet Lady Ashbury? First, I was an orphan in the institution for girls she manages in the West End. When I was 10, she adopted me, and I have lived with her ever since. Did you know she was a vampire when she picked you? The correct word is Ekon, Doctor. And no, I had no idea why my mother only showed up at night. She told me everything when I turned 16, though I suspected the truth for a long time before that. Aber interessant, dass sie als Vampirin sich eine Adoptivtochter holt. Aber gut, man hat ja auch irgendwie, man muss ja was gegen die Einsamkeit tun. Aber irgendwann muss man da raus mit der Sprache. Es fällt ja dann doch irgendwann auf. What do you think about this part of town? I was raised here, and I suppose it feels like home. You grew up in this part of town too, did you not? Yes, I was born a few streets away. A small world, is it not? Did you ever imagine that my mother was your neighbor all that time? That you could have met her in a dark alley at night? You won't trick me twice, young lady. We both know Lady Ashbury never hunts or attacks prey at random. Come on, Doctor. Don't tell me you never thought about that possibility. Her fangs on your neck. Oh, are you blushing, Dr. Reed? Is there something that's bothering you? Too much selfishness and individualism for my taste. Even when there was no epidemic. Even if that's partly true, may I remind you that many charitable institutions are financed by the selfish and filthy rich. I suppose you're right. But society must reform and renew itself, or we are all done for. Ja, was macht sie denn hier überhaupt? What are you doing out here? You mean, what do I do outside at night, since I am a woman? Let me ask you a question, sir. Would you ask the same question of a man? Actually, yes. I ask the same question to everyone who dares to go outside at night, considering the risks. Well, if you must know, I campaign for the right to vote for all women. Why should I wait to the age of 30 years when men can vote at 21? Ich bin froh, dass du überhaupt wählen dürft. Naja, schon eine berechtigte Frage. Are you a suffragette then? Oh, you really are Elizabeth's girl. Without a doubt. All adult women have the right to vote in the US, in New Zealand, and in Australia. But women here can't vote unless they are property owners. No need to convince me, Miss Charlotte. I have shared your opinion for a long time, even before I met Emmeline Pankhurst. Really? Oh. Now I see why my mother appreciates you so much. Too bad there aren't more men like you in the vicinity. How are the locals reacting to your claims? People here can't wait for a wall to be built to isolate the West End from the rest of town. That's how progressive they are. If this happens, Emily and I will blow it up. Explosives are very dangerous, young lady. And who is this Emily? She is my best friend, and a suffragette too. She was supposed to campaign with me tonight, but hasn't turned up. Have you any reason to be worried about her? Recently, Emily started to believe in... well, she got interested in vampires. I'm afraid she might be in trouble. Let me guess. You spoke to her about us, didn't you? Despite your mother's warning. I think I should try to find your friend. Oh, that would be top-notch. I can tell you where she might have gone. You have my thanks, Dr. Reed. And please, don't tell my mother. Oh ja.
Eine neue Untersuchung. Aber da müssen wir wahrscheinlich auch erstmal ein bisschen besser What werden. exactly has your mother told you about me? Your name and profession, obviously, and the mystery about your maker. I'm sorry to hear about what happened to your sister, sir. Mother says it was not your fault. Does it not scare you to know what I am? What your mother is? Why should it? My mother is the most compassionate woman. Must I be wary of her, Dr. Reed? Or you? Es werden immer mehr Details, die wir hier erfahren. Vielleicht. Perhaps it's wise for a mortal never to totally trust a vampire. Your mother herself told me that we Ekon are creatures of deception. Maybe it's because we seem so alive. That may be true for a naive girl, but I have the best teacher when it comes to getting rid of an insistent immortal. Your mother is not like any other vampire I've met. I believe she thinks the same about you, Dr. Reed. Ja, da geht doch was zwischen den beiden. Also zwischen ihm hier und Lady Ashbury natürlich. Do you know why Lady Ashbury chose you to become her daughter? No, I don't. Each time I ask her that question, she smiles and says it's precisely because I dare to ask such questions. Do you ever regret that she chose you? Of course not. Though I often wonder if she adopted others before me. If so, where are they buried? How is it for them to pass through life with a never-aging mother? Tja. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Have you noticed anything unusual recently? A few days ago, I spotted a strange house while campaigning for women's suffrage. Awful smell. No answer when I knocked. Where is it? It's the Mullaneys, a nice family who live in a big house near the park in the eastern part of this neighborhood. Goodbye, Das müsste auch Charlotte. das gleiche Haus sein. Give my best regards to your mother when you see her. She's been quite busy these last few nights. I suspect you may see her before me. Möglich. Ach ja, zu ihr sollten wir ja auch noch mal gehen. So, hier wollte ich lang. Genau, und da vorne dann rechts rum. Hier rechts. Dann müssen wir da mal... Nee, bin ich falsch. Bin ich falsch. Ja. Lass mich in Ruhe. Hier vorne dann irgendwie rechts. Gut, gegen den müssen wir wohl kämpfen. Der geht nämlich... Der braucht 29. Also eigentlich sind wir hier schon viel zu schlecht für. Aber dafür geht's ganz gut. Jetzt haben wir hier wieder ein bisschen... Und na komm. Manchmal dauert die Animation so lang, dass das dann doch ein bisschen knapp wird. Oh, Teil eines guten Griffs. So was kriegen wir hier. Cool. So, Whitechapel. Und dann müssen wir hier zum Händler gehen. Ich glaube, das ist der da hinten. Dadurch, dass die Lage da eh so schlecht ist, haben wir, glaube ich, eh recht wenig da noch im Angebot. Das ich ja, glaube ich, letztes Mal da festgestellt. Was ist denn da? So, dann schauen wir doch mal, ob wir da irgendwie zum Händler hinkommen. Und dann haben wir da ja auf jeden Fall auch ein wunderschönes Versteck, das dann weiterentwickeln können. Der war hier vorne, glaube ich. This district seems to get uglier every year. Mit hier eigentlich schon mal gesprochen? Good evening, sir. You're I'm not... scheinbar. doctor, Do you require... not me. Nee, wir haben mit dem noch gar nicht gesprochen. Er hat doch nur Stufe 1. Ja, aber gut, hey. Have you heard anything about Nurse Crane and her dispensary? Not really. Why am I not convinced? Maybe it's because you lack faith. Being a skeptic must be useful for a man of science. Okay, haben wir hier noch ihr Leben in London. Oh ja, doch.
What help could I possibly be to your business? That's simple. I already get good money from all those fleeing the war. Can you imagine what they'd be willing to pay if I could offer medical assistance too? Mr. Bates, do not make me regret saving your life in this quarantine zone. I understand, Dr. Reed, you're from a good family. Don't want to get your hands dirty. That's fine. I'll be happy to act as your middleman. Den haben wir gerettet. Den haben wir gerettet. Ach so. I'm no saint, but to take advantage as you do, you are a despicable man who could only prosper in these dark times. So it's a no then. That's too bad. The Reed tonic could have really helped people, you know, save lives. Isn't that what you do? I mean, people buy that Swamburer's shit. Aber der ist sogar krank. Den Since I took an... Well, Das machen wir hier mal. In fact, whoa. Gibt ja auch wieder ein bisschen Erfahrung. it's unusual to see someone so happy around here, especially considering the current situation. Why should I be sad now? There've always been wars, disease, tragedy. There always will be. That's an unusual way of seeing things in these trying times. I don't see why I should shed a tear for another man's woes. I'm healthy, and I intend to stay so. What is your business exactly? I offer fair lodgings for a modest price to the poor and weary of Whitechapel. I see. And what about those who cannot pay? Well, deals can be done, if you know what I mean. Money's not the only currency. After all, I'm not immune to a pretty face. Wir bleiben uns. You obviously place yourself above the misery of Whitechapel, but you are as repellent an individual as I have ever met. Begging your pardon, I thought you was a man who could appreciate the complexity of the modern world. Things ain't just black and white, you know. Ja, deswegen saugen wir ihn jetzt auch nicht aus, sondern den Händler. Tell me, what's your honest opinion of the increasing violence in London? People are just beginning to discover what we've always known. This city's rotten to the core. They just took their bloody time to wake up and notice it. What do you mean? People are acting like the violence is news. But it's always been savage down here. It just bubbles to the surface every now and again. Okay. Ja, die hatte ich eben gemacht. Die persönliche Fragen haben wir noch. You seem to have recovered well since your attack. Do you ever think about what happened to you? Not much. It was a fucking nightmare. Savages, absolute bloody savages. Their appearance. Jesus. It made me want to puke. You'd better not come back here. I won't be around next time to save you. I want to know everything about the recent violence, Cadogan. And I want the truth. Well, rent may be a bit high, and yeah, I've had to evict a few people. But that's business, isn't it? Sir, I wish I had found you a few nights later than I did. Or maybe never at all. Death would have been a well-deserved punishment for your villainy. Yeah, but you saved me, didn't you? And you'd do it again, because you're a decent chap. Just know I'm not. Take this as my final warning. You will not profit from the misery of others. Business is one thing, but what you do is quite another. Really? What you gonna do? You ain't from here. You ain't Whitechapel, Doctor. You wouldn't know the first thing about playing dirty, even if you wanted to. Ah, man könnte ihn jetzt so schön aussaugen, aber nein, er bringt halt auch keine Erfahrungspunkte. Also das ist ja lächerlich. 1000. Wozu? How are conditions in Whitechapel at present? The way this sickness is spreading, I don't think there'll be enough new bloods to replace those tenants I'm losing from this bloody thing. Tja. Goodbye, Mr. Bates. Und die er hat, die können nicht zahlen. Das ist ein hartes Leben, das er führt. Mein Beileid. Ja, da lang. Da vorne müsste er stehen. Ach, wie traurig. Jetzt nehmen wir immer noch den Freund weg. Naja. Fancy buying something, sir? You never lose... Ja, aber ich möchte etwas haben. Habe ich hier noch irgendwas? Nö, da haben wir alles kennen. Na gut, da wäre noch ein Hinweis vonnöten, aber wir haben alles über ihn. Und das reicht mir. Komm mal mit. Komm mal mit, mein Freund. Whitechapel ist halt jetzt so unsere
Farm, unsere Farming hier, unser Farming-Ort, den Priester da oben, den werden wir auf jeden Fall auch noch mesmerisieren und aussaugen, wenn wir dann irgendwann Stufe 5 haben. Ich frage mich wie lange dieses Spiel noch geht. Und so langsam gewöhnt man sich da dran. I never had any luck in my life. And now I die alone. Tja. 7000 Erfahrungspunkte, sehr schön. Wo war jetzt der Unterschlupf? Dort drüben direkt. Na Mensch. So, vielleicht können wir einmal auch da durch die Tür gehen. Oder? Hello, young man. I'm Dr. Reed, and I would like to ask you a few questions. May I enter, please? Sorry, no, sir. My father does not like people entering our house, you see. Na gut, dann gehen wir hier rein in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin.